Willkommen bei den Smart Data Stories. Daten sind heute allgegenwärtig, aber die Frage, die sich ergibt, ist, was machen wir damit? Dienen sie der Kontrolle oder schaffen sie Vertrauen? Öffnen sie neue Möglichkeiten für Entwicklungen oder bleiben sie am Ende einfach nur Daten? Gerade im Eishockey, wo Tempo, Intuition und Teamgeist oft den Unterschied machen, zeigt sich diese Frage besonders deutlich. Philipp Lucas, ehemaliger Nationalteamspieler, heutiger Coach und Manager, kennt diese beiden Seiten, die harten Praxis am Eis und strategische Ebene abseits davon. In unserem Gespräch erzählt er, wie Spieler Daten wahrnehmen, warum nicht jede Videoanalyse automatisch zu besseren Entscheidungen führt und wie wichtig es ist, dass Daten in einem echten Lernprozess eingebettet werden. Ein Gespräch über Data Literacy und darüber, wie man aus Zahlen Geschichten macht, die Menschen wirklich verstehen. Hallo Philipp Lucas, schön, dass du gekommen bist. Gleich einmal zur ersten Frage. Wie gesagt, jetzt sind wir genau bei dem Vertrauen der Daten. Ja. Was tust du mit Daten? Kannst du Mehrwert holen oder kontrollierst du mit? Ich denke ein bisschen an eine Erinnerung noch bei den Steelwings mit den Jungs. Wir haben eine wunderbare Videoanalyse-Software gekauft. Du hast dir die Arbeit gemacht und hast dir die wichtigsten Szenen, hast das dann an die Spieler verteilt. Sie sollen es anschauen. Und ich kann mich oft erinnern, wir waren alle nicht happy, dass wenn man sie gefragt haben, ja, was lernst du jetzt aus diesen Bildern, ist nicht viel gekommen. Ja, das ist schon viel verlangt, ja. Ja. Ist das bei den Größeren, also bei den Erwachsenen, bei den erfahreneren Spielern besser oder ist das ähnlich? Das ist das, wo das individuelle Coaching dann hinläuft und ich denke, dass das passieren muss, weil hier passiert schon ein gewisser Prozess, wo sie verstehen, was ich vermitteln will. Sie verstehen dann, was mir wichtig ist, wenn ich gemeinsam individuelle Clips mit ihnen anschaue. Ich denke, dass das wichtig ist. Ist das, glaubst du nicht, dass das ein Ausbildungsthema ist, dass junge Spieler in ihrer Ausbildung viel zu wenig gelernt haben, mit solchen Informationen umzugehen, zu lernen, hey, was mache ich eigentlich da nicht so gut und sozusagen in der Selbsterkennung mich verbessern kann, als wie dass man es dann ein Coach sozusagen aufs Auge druckt, das zu tun? Ja, ich glaube, ich denke schon, dass viele Spieler, junge Spieler, diese Aufmerksamkeit, vor allem ohne Scheibe, zu wenig mitbekommen. Und das ist ein extrem wichtiges Thema, wenn man diesen Sprung schaffen will von Jugendhockey zum Erwachsenenhockey. Siehst du das zu den super, für mich immer die super überdefinierten, die Kanadier, die ja für mich in alle Lebensbereiche, wenn du Eishockeyspieler wirst, ja zum Eindringen anfangen und ein perfektes Hockeyleben, aber auch ausbildungsmäßig bringen. Sind da die Kanadier besser ausgebildet, da mit sich Informationen umzugehen? Ja, bin ich schon der Meinung, ohne das jetzt zu verallgemeinern, aber weil das Spiel dort früher zerlegt wird oder früher über Struktur gesprochen wird. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg, wo es unser erster Schritt sein muss, dass wir zuerst einmal einen sportlichen Leitfaden haben und alle dieselbe Sprache sprechen. Und dann gilt es darum, Coaches auszubilden, um diese Message dann auch so zu vermitteln, damit das für den Spieler dann verständlich ist. Weil nur dann kann er es auch umsetzen. Ja, und dasselbe Challenge habe eigentlich ich mit meinen Leuten. Vielleicht auf einem anderen Level oder auf einem anderen Niveau, aber am Ende des Tages geht es um nichts anderes. Man muss eine Beziehung aufbauen mit dem Athleten, mit dieser Mannschaft, mit dieser Gruppe und ich muss vermitteln, was ist das, was ich sehen will. In dem Moment, wo ich es nicht sehe, muss ich es korrigieren. In dem Moment, wo ich es sehe, gehört es bestätigt. Ja, und für das haben wir auch unsere Trainings, für das haben wir aber auch dieses Videotool, wo wir uns auch individuell mit den Athleten selber auseinandersetzen können, um ins Detail über gewisse Situationen so zu sprechen, in der Hoffnung, dass wir ihm helfen, diese Situationen so zu meistern, dass auch meinen Erwartungen entsprechen. Das heißt, also eine kleine Maßnahme wäre,
ich meine, ich jetzt gar nicht, aber ich stelle mir es einfach so vor, in den Nachwuchs zum Beispiel zu gehen und manchmal auch so kleine Schulklassen zu bilden, mit ihnen solche Sachen zu lernen und Verständnis schon im jungen Alter zu finden, oder? Naja, das ist ja jetzt im Moment gerade im Gange, jetzt nicht mit den Athleten, aber mit den Coaches. Okay. Jeden Sommer. Zuerst gehört es überhaupt zu vermitteln, weil es ist super, wenn wir mit den Athleten sprechen, aber dann geht er in sein Training und der Coach spricht eine andere Sprache, das bringt uns nichts. Ja, genau. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wie wir diesen Spread schaffen, ist, dass wir lernen, diesen sportlichen Leitfaden zu vertreten und auch selben Trainingsansätze haben, selbe Sprache sprechen, selbe Spielweise haben, auch wissen, an welchen Skills müssen wir arbeiten, um diese Spielweise umsetzen zu können und so weiter. Aber dann auch wahrscheinlich zu wissen, wo kriege ich überhaupt die Informationen und her. Welche körperlichen Voraussetzungen braucht es dafür? Das ist das Nächste, ganz klar. Ja. Mögen die Daten mit dir sein. Danke, Phil, für dein wunderbares Interview. Und klarerweise, die Daten sind immer mit dir. Du zeigst uns auch wunderbar, dass es nicht nur wichtig ist, dass Daten die verstehen lernen, die sie benötigen, sondern dass alle Daten verstehen müssen. Das ist wohl der entscheidende Faktor auch für den Erfolg. Und darum auch von mir an euch. Mögen die Daten mit euch sein. Und ich freue mich, wenn ich euch wieder bei den nächsten Data Stories sehe. Viel Spaß!